So, ich habe jetzt Burkhard bei mir und wir beide wollen uns mal die 2.4 anschauen. Das ist natürlich meine Paradebootsklasse, in der ich schon seit 20 Jahren segel. Wir wollen uns mal so ein paar Dinge angucken an dem Boot, was man vielleicht anders einstellen kann. Es sind ja immer so kleine technische Dinge, die das Leben doch dann sehr, sehr vereinfachen. Und wir gucken uns jetzt mal das Boot gemeinsam an. Okay. Interessant bei dem Boot, hier ist die Handsteuerung. Das geht über diese Seile nach hinten auf beiden Seiten. Moment. Hier die Handsteuerung für alle die ihre Beine nicht bewegen können. Und vorne drunter sind Fußpedale. Mit diesen Fußpedalen kann man diese Steuerseile, die kommen hier, das sind die Steuerseile von den Fußpedalen vorne drunter, kann man auch steuern. Das heißt, jeder kann so ein Boot steuern, der irgendwie seine Hände oder seine Beine bewegen kann, egal wie funktioniert. Hier sind alle Verstellmöglichkeiten zentral. Alles kann man auch umbauen. Wenn man irgendwo Hilfe braucht, kann man das so einstellen, wie man es braucht. Das Boot hat auch eine Handpumpe, falls Wasser reinkommt. Und man sitzt da unten sehr sicher drin. Man kann nicht rausfallen und man wird ein bisschen nass, aber es ist Sport. Also insofern, das passt dazu. Das Boot an sich ist ja sehr stabil, es kann nicht kentern. Ihr habt ja auch schon ganz gute Erfahrungen damit gemacht. Aber das Boot ist ein Sensibelchen, das ist eine echte Diva, was den Trim angeht. Und ohne dass ich jetzt großartig messen müsste, sehe ich schon so ein paar Dinge, die wir verändern sollten, die das Leben auf dem Wasser deutlich leichter machen. Okay. Und das Erste, was mir auffällt, ist, dass der Mast sehr gerade steht. Wenn der Mast sehr gerade steht, wird das Boot doch relativ schnell leggierig und auch so die Höhe am Wind ist mal ein bisschen schwierig. Ich stelle mal euer Vorstark um. Das ist der hier. Lass es mal kommen und auch die Fock ein bisschen. Das heißt, du würdest den Mast weiter nach hinten neigen? Der Mast muss deutlich mehr Mastfall haben. Also ich erkenne das immer daran, dass der Mast jetzt hier nicht anschlägt. Und dass der Mast sehr gerade steht. Das heißt, ich muss das Vorstark lösen und auch den Fock Cunningham, damit der Mast jetzt echt mal nach hinten fallen kann. Ich ziehe auch mal Achterstark ein bisschen nach, um mal zu gucken, wo landen wir denn da. Ah, ich sehe schon, da ist auch noch der Mastcontroller irgendwie fest. Moment. Boah, ist der Bums drauf. Jetzt. So. Jetzt kommt er. So, der Mast war durch diesen Mastcontroller ganz nach vorne gezogen. Ich ziehe jetzt mal das Achterstark ein bisschen nach. Und du würdest generell mit der Mastneigung fahren? Ja. Also, ich muss jetzt immer ein bisschen nachstellen. So, die Fock ist jetzt auch sehr weit oben. Die würden wir jetzt runterziehen, dass es unten wieder auf den alten Punkt kommt. Ne? Ja. Also jetzt ist der Baum sehr dicht überdeckt. Also ich glaube, ich muss ihn dann doch noch mal wieder ein bisschen gerader fahren. Ja, das kann natürlich sein, dass wir dann mit der Höhe so ja, das geht gerade noch. Ja, also so, dass der Mast so in diesem Bereich fast anschlägt. Das ist eigentlich so vom Mastfall das Richtige, was man machen kann. Das können wir nur jetzt hier auf dem Wasser nicht. Ein Bandmaß nehmen. Das Bandmaß wird dann oben am Schäkel vom Großfall angeschlagen. Und dann messt ihr, wenn es ganz oben ist, hinten zum Heck am Spiegel, an der Rundung vom Spiegel. Und wenn ihr da so 5,62 Meter habt, das passt. Das können wir, wenn das Boot ausgekrant ist, hier auf dem Ponton wunderbar messen. Und
das ist ein Mastfall, was so durch die Bank gut funktioniert. Da muss man nichts ändern. Da kann man bei jeder Windbedingung ganz gut fahren. Ich würde Also du dann kontrollierst quasi einmal über den Anschlag, ja, also den hier, Mastfuß. das war so der Indikator, dass ich Und gesehen dann habe, dass hier es quasi 5,62 bis zum genau, Spiegel. genau. Okay. Das müsste man dann an Land noch mal neu einstellen. Entsprechend müsste jetzt natürlich auch die Hohlepunkte dann so einstellen, dass das mit dem Mastfall passt. Ich kann jetzt schon merken, wenn ich hier so anfasse, die Wandenspannung. Ne, da ist nicht viel drauf. Nee. Ich kann mal mit dem Messgerät gucken. Das ist jetzt ein elektronisches, aber es gibt ja auch die manuellen. Winkelmesser, ja. Okay. Ich mach den hier ran. Das sind jetzt 25 Kilo. 27, 28. Das ist natürlich jetzt mit der Bewegung hier. Ja, geht hin und her, klar. Na, also ich habe 200. Na, also das ist Faktor 10. Die Gefahr ist, wenn die Wanden zu lose sind, dass der Mast auch irgendwann fallen kann. Ne? Wenn eine Böe richtig reinhaut, der Mast biegt sich sehr stark dann. Und weil er hier unten fest ist, er kann da nicht weg. Und er wird dann hier in der Ecke brechen. Und welche Wandenspannung empfiehlst du? Also ich würde so als also 150, 180 Kilo wäre schon ganz gut. Also da ist dann richtig Zing drauf. Die Unterwanden ein bisschen loser, ist okay. Also Oberwanden 150, 180 und Unterwand? Die können so 20 Kilo weniger haben. Okay. Ne? Und das müsst ihr dann mal gucken. Also eigentlich ist es, wenn es einen hohen Sington gibt, ist man schon auf der sicheren Seite. Ihr wollt ja nicht Regatta segeln und Weltmeisterschaften, aber zwischen zu lose und Optimum ist hier noch einfach eine zu große Kluft. Davon die Unterwand, die ist ja total die ist schlabberig, ganz lose. ne? Ne? Also das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Okay. Dann segelt das Boot ausgewogener, auch für einen Anfänger. Der kann damit also wesentlich besser umgehen nachher. Okay. Ja, und mit der Baumhöhe, das müsst ihr gucken, normalerweise kommt man gut drunter durch. Es gibt aber auch Großsegel, die sind etwas anders geschnitten im Achterlieg. Die stehen etwas höher hinten. Okay. Aber das nur so am Rande. Ja, meistens können doch das Spiel nach vorne, dass sie weiter reinrutschen. Ja, eben. Man kann da reinsinken, Genau, das ist kein Problem. Meistens geht es. Ja. Genau, ja. Gut, ansonsten ist das ja von den Beschlägen her ein Standardboot, wie es ab Werft kommt. Und das ist auch in Ordnung so. Also mein Boot ist ein Regattaboot, das ist natürlich komplett umgebaut mit allen möglichen Dingen und das braucht ihr aber nicht. Ne? Also zur Segelausbildung ist das auch mit den Schoten, dass sie ein bisschen dicker sind, genau richtig. Und dann passt das eigentlich. Gut. Hast du denn sonst noch Fragen dazu? Also sind da irgendwelche Dinge, die unklar sind oder... Naja, im Moment haben wir das Problem mit dem Rutscher, also mit der Befestigung am Vorstag. Ihr Vorlieg. Ja. Ich bin mir... Nee, das kommt hier rein. Ne? Also das muss man dazwischen... Das heißt, das muss noch höher. Ja, genau. Also das ist schon richtig so, aber das kommt hier dazwischen. Da kommen wir jetzt nicht ran. Genau, ich müsste mal eben die Klemme finden für den Cunningham. Das ist hier, okay. So, jetzt können wir das, oder? Nee, das war der falsche. Wo haben wir den denn? Nee, der ist einfach. Ach so, ist nur verknotet. Ja, okay, der ist belegt. Genau, also der Rutscher kommt hier rein. Ist jetzt nicht so wahnsinnig wichtig, aber dann ist das hier so drin und das Unterlieg ist dann auch etwas gestrafft. Alles klar, weil ich mich vorhin gefragt habe, also, ob da ein Splint fehlt. Ja. Gut, aber wir kriegen es jetzt nicht mehr rein. Nee, das müssten wir nochmal losknoten. Und hier vorne in dem Bereich, das war ja eben so, die Fock sollte ungefähr so 5 cm über dem Block stehen. Ja. Und hier sehe ich, fehlt dieser Clip. Genau, der ist vorhin losgegangen. Ja, ne, da könnte man noch mal einen zweiten Schäkel vorne einfach reinmachen. Also den habe ich hier noch, aber der Splint ist weg. Ach so, ja, oder einen ganz normalen Stahlschäkel, dass es hier vorne dran bleibt. Sonst, wenn man an der Fock zieht, rutscht es dann hier nach hinten.
Ne, das ist nicht so optimal. Der ist vorhin, also der Starkreiter ist vorhin ja. Ja, die brechen manchmal. Das ist ein bisschen schwierig. Gut. Ja, und sie gehen raus. Also ich habe den Eindruck, die müsste man auch nach einer Zeit mal erneuern, die leiern aus. Ne? Und metallische Starkreiter Nee. Also so wie es ist, das ist schon ganz gut. Die kann man nachkaufen, das ist kein Problem. Und, aber das ist wichtig. Ne, und das Fall müssten wir gleich zum Segeln noch mal lösen, dass man das noch mal neu justiert. Ja. Und die Barberholer für die Fock, die sind jetzt ganz dicht. Es wird nachher so sein, dass sie wahrscheinlich so ein Stück über Deck stehen. Es hängt aber mit der Fock zusammen. Also da muss man sehen, Achterlieg und Unterlieg, dass die, wenn man richtig zieht, dass beides straff ist. Okay. No? Also dass wir dem ein bisschen Spiel geben nachher. Und ganz wichtig auch bei dem Wind, heute zum Beispiel, viele machen im Dickschiff ja gerne dann auch die Schoten ein bisschen loser, damit man nicht so viel Druck im Schiff hat. Bei diesen Booten ist das immer so, die Fock muss wirklich dicht sein. Dadurch wird das Boot weniger luftgierig und besser beherrschbar. Also mit dem Großsegel, das öffnet man, Achterstark ziehen, Schot aufmachen, damit hält man das Boot steuerbar. Die Fock bleibt dicht. Okay. Ne, der Druck, der vorne in der Fock entsteht, bewirkt halt, dass das Boot geradeaus weiterfährt und hoch am Wind fährt. Das Boot mag, weil es ja so schmal ist, keine Raumschutzgänge. Da kommt ja dann immer sehr viel Wasser rein. Und deshalb je höher, desto besser. Also wir versuchen auch zu sagen, dass die Fock sozusagen das Boot stabilisiert im Kurs. Ja. Also ruhig ranziehen, nicht lose. Wenn beide lose sind, geht das Boot hin und her. Ja. Aber es ist dann erstmal so eine Mutfrage. Ne? Dann die Einzelnen sich das trauen, einige trauen es sich und spielen dann eher mit der Großschot. Ne? Ich schicke euch noch mal eine Trimmanleitung. Ich habe eine Trimmanleitung aus dem Englischen übersetzt und selber ergänzt. Okay. Da steht alles drin, auch mit den Maßen, wie ihr was einstellen könnt und wie man es vor allem misst. Okay. Wenn man danach geht, kann man A, Weltmeister werden, aber man kann auch so ein Boot sehr sauber und einfach steuern. Ne? Also bei so einem Boot ist so, wenn man gegen das Boot was macht, also wenn das Boot nicht will, man versucht dagegen anzuarbeiten, hat man schon verloren, weil dann kommt viel Wasser rein, dann muss man viel pumpen. Wenn das Boot von sich aus vernünftig ohne Ruderdruck geradeaus fahren kann, dann hat es auch eine größere Geschwindigkeit und es ist alles mehr eine Leichtigkeit, ne, vom Boot aus. Da muss man nicht gegen anackern. Das ist das Wollen wir Wichtigste. natürlich, dass die Leichtigkeit des Segelns für Sie da ist und dass Sie nicht mit dem Boot kämpfen. Ne? Genau. Dann macht das Spaß. Genau. Also das sind so die Basics dabei. Wenn ihr das so in groben Zügen beachtet, funktioniert. Nur wenn man halt ganz krass was falsch macht, dann bockt das Boot. Und das will man ja nicht für Anfänger und so. Also Markierungen setzen ist ganz wichtig, entweder mit dem Edding oder hier bei dem Vorstark. Das will man ja nicht ständig verstellen. Da kann man auch einfach, wenn man das Maß richtig eingestellt hat, macht man einen Knoten und schiebt den Knoten bis an die Klemme ran. Okay. Dann hat man einen Punkt auch für einen Anfänger, der da mal rankommt und sagt, oh, ich habe hier was losgemacht, wie muss ich es denn einstellen? Ja. Dann sagen, da immer an den Knoten ranziehen, bist du auf der sicheren Seite. Ja, ein Tape oder Edding geht irgendwann weg. Ja, das fliegt weg. Ne? Also Edding, das verblasst sehr schnell. Einfach einen Knoten, das habe ich auch so. Okay. Ne, weil ich muss mich auf andere Sachen konzentrieren, um da nicht irgendwo den schwarzen Eddingstrich zu finden, sondern Knoten rein ist auf der Markierung. Ne? Und ich segel das Boot seit über 20 Jahren und finde es immer noch nach wie vor, ist ein super Boot. Macht riesig Spaß. Wir haben auch Segler, die gar keine Arme haben, nur mit den Füßen das Boot steuern und mit den Zähnen da irgendwo ziehen und gleichzeitig noch Raum rufen können. Wie die das machen, ich habe keine Ahnung, aber sie machen es. Und das ist wirklich unglaublich. Also macht richtig Spaß, in der Bootsklasse zu segeln und so schön zu sehen, dass irgendwie ja, im Prinzip jeder, aber mehr oder weniger eingeschränkt ist mit dem Boot, also richtig gut segeln kann. Und das auf hohem Niveau. Und für Anfänger natürlich auch sehr sicher alles.